Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es hier um einen Luxus- oder Premium-Räuchermann. Ich musste selber etwas schmunzeln bei dem Titel dieses Videos, aber Räuchermänner zeichnen sich ja in der Regel dadurch aus, dass sie ja als Serie gefertigt sind und vielleicht schon so unter 50 € zu erwerben sind. Wenn man etwas Besseres haben will, vielleicht über 50 €, aber in der Regel kriegt man eigentlich immer unter 100 €, auch heute noch, sicher einen sehr, sehr schönen Räuchermann. Wen sowas interessiert und wer vielleicht sowas gerne verschenken will, die sind ja in der Regel dann gedrechselt und in der Oberfläche sehr schön ausgearbeitet und auch mit schönen Motiven. Ich verlinke mal die Holzbildhauerei Dietsch, die also entsprechende Produkte auch vertreiben und ja selber in der Fertigung auch von vielen dieser Dinge sind. Da findet man ein sehr schönes Geschenk und wer sowas haben will, kann das da gerne entsprechend kaufen. Wer vielleicht noch was Individuelles sucht. Oder du musst halt mich fragen, aber dieses Jahr werde ich wahrscheinlich keinen so einen Räuchermann nochmal schnitzen können. Denn so eine geschnitzte Figur zeichnet sich nun mal dadurch aus, dass sie viel länger dauert und eine wirkliche individuelle Arbeit ist. Also das war jetzt nicht ganz ohne und ich freue mich auch sehr, dass der Kunde das in Auftrag gegeben hat und ich war also wirklich auch hellauf begeistert von dieser Figur. Das ist jetzt vielleicht was sehr Spezielles und auch regional irgendwie bezogenes, aber ich bin mal der Meinung und Auffassung, dass das darüber hinaus auch sehr bekannt ist, so ein Räuchermann. Viele haben sowas wirklich schon mal gesehen und sind auch ja, begeistert und fasziniert davon, dass diese Figur halt wirklich dann auch räuchern kann, wenn man dann eine entsprechende Räucherkerze reinstellt und dass das auch was sehr Schönes ist und ja, eine schöne Atmosphäre erzeugt während der Weihnachtszeit oder auch einen guten Geruch, je nachdem, was man da reinstellt. Also das ist eine sehr schöne Idee und ich freue mich sehr, dass der Auftraggeber diese Idee hatte, das jetzt mal umzusetzen. Das Schwere ist natürlich bei so einem Räuchermann, dass der Leib innen hohl werden muss und außen ist es ja alles individuell, also dass man das beim Hohlmachen, beim Aufbohren oder beim Ausschnitzen, je nachdem welchen Weg man dann am Ende wählt. Ich habe also auch etwas geschnitzt innen, das sieht man zwar nicht so im Video, aber ich musste oben noch ein bisschen Kone schnitzen. Das war auch handwerklich alles sehr schwierig, dass man eben die Außenform nicht zerstört durch das Bohren und da muss man auch die ideale Linie finden und das war wirklich nicht so einfach und deshalb halte ich die Figur auch manchmal etwas schräg beim auf den Bohrer drauf drücken dann. Ich habe das also an so einer Drechselmaschine in den Bohrer eingespannt und dann gebohrt, weil das sich sehr gut führen lässt und man eben von oben noch ein bisschen sehen kann, wo man die ideale Linie trifft, dass man also den Leib nicht kaputt bohrt. Man kann das auch sehr gut kontrollieren, so meiner Auffassung nach. Natürlich schön aufpassen, wer sowas vorhat, sich da nicht zu verletzen, ja, weil das kann natürlich kaputt gehen beim Bohren oder man schneidet sich, wenn man in der Hand dann weiter schnitzen muss, weil man es eventuell nicht mehr aufschrauben kann. Also das sind viele handwerkliche Herausforderungen, aber wer sich das anguckt und ein bisschen inspirieren lässt und selber mitdenkt, wird am Ende was Schönes hinbekommen. Dazu möchte ich gerne ermutigen, wer sowas vorhat, muss dann jetzt rangehen, dass es dann zu Weihnachten hoffentlich noch fertig wird. Also viel Spaß dabei bei deinen Hobbyschnitzarbeiten. Mich haben manche Leute so damit konfrontiert und gesagt, ja, du kommst ja jetzt so aus dem Erzgebirge und es ist doch irgendwie mit der Wende alles den Bach runtergegangen und das gibt's doch gar nicht mehr, kommt ja das alles aus Fernost und so. Also da wäre ich auch vorsichtig mit solchen Aussagen. Ja. Es gibt da so viele Hobbyschnitzer, die sowas können, vielleicht sogar noch viel besser gemacht haben oder viel mehr sowas in der Richtung gearbeitet haben. Und natürlich die ganzen traditionellen Familienunternehmen, die es auch heute noch gibt. Und wirkliche Kenner kennen natürlich diese ganzen Familienunternehmen, die heute noch produzieren. Und viele der Nachfahren und Kinder sind auch heute noch in der gleichen Richtung unterwegs, ausgebildet. Also haben eine tolle Ausbildung genossen, die Fachschule für Drechsler und Holzspielzeugmacher in Seifen. In der ganzen Region ist meines Wissens, also ist ja recht lang gezogen, das Erzgebirge und alles ringsherum, was noch so angrenzt, dass wir da also noch an die 10.000 Betriebe, Einzelunternehmen, Einzelpersonen und auch Familienunternehmen haben, die also noch drechseln und erzgebirgische Kunsthandwerkserzeugnisse produzieren. Das ist also was sehr, sehr Besonderes, vielleicht wirklich was Einmaliges hier im ganzen Land. Und da kann man schon mal ein Video darüber machen, finde ich. Und
fand das sehr gut, aber der Bergmann, den ich hier zeige, das ist ja kein richtiger Erzgebirgischer, sondern einer aus der Lausitz. Da gibt es ja auch Bergleute. Also das fand ich jetzt mal interessant, das miteinander zu verbinden. Und da sieht man auch schon, dass das Ganze darüber hinaus irgendwie so eine Strahlkraft hat. Und der Räuchermann hat so irgendwie so eine Faszination und passt sehr gut zu Weihnachten. Ja, also da gibt es noch viel Kunsthandwerk, das ist nicht alles kaputt gegangen, das lebt, das pulsiert irgendwie, und auch im Hobbybereich sind sehr viele Leute noch handwerklich unterwegs und auch begabt. Letztendlich bin ich ja auch dadurch geprägt worden, dass ich über einen Hobby-Schnitzverein natürlich zu dieser ganzen Schnitzarbeit gekommen bin und dann eben auch mehr so in diesem professionellen Bereich mit Berufsausbildung zum Holzbildhauer und so. Das war also auch etwas mein Werdegang. Durchs Erzgebirge letztendlich dazu gekommen, wo es also auch noch ein paar professionelle Holzbildhauer gibt, aber wesentlich mehr Leute, die eben drechseln und das auch professionell machen und Serien und so produzieren. Aber das Schnitzen ist natürlich da auch sehr lebhaft und vielleicht noch mehr im Hobbybereich als wie im professionellen. Das ist sehr schön, dass da viele Leute auch etwas daraus ziehen können und dass es ihnen etwas gibt. Ich denke auch hier, deshalb schauen viele zu, weil das eben was sehr Wunderschönes ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, dass du gute Erfahrungen machen kannst. Also viel Freude in diesem Video. Hier geht es jetzt ran an eine neue Bergmannsfigur, ganz kurz. Das ist der Ilse Bergmann aus der Lausitz, kein Erzgebirgischer. Das ist ja nochmal ein Unterschied von der Region her. Die Lausitz ist eben im Ostteil von Sachsen und bis hoch in Brandenburg, und da gab es und gibt es eben den Braunkohleabbau und darauf bezieht sich die Figur. Das ist schon ein altes Vorbild. Das hier ist aus einem Zeitungsausschnitt stark vergrößert, deshalb ist das so verpixelt und ungenau. Und dieser Ilse Bergmann ist dort an einem Verwaltungsgebäude angebracht. Ich weiß nicht jetzt genau, wo das ist, aber auf jeden Fall ist es ein altes historisches Original, schon über 100 Jahre alt. Und dort aus dem gleichen Material wie die Ziegel von einem richtigen Bildhauer geformt, wo wir heute nicht mehr wissen, wer das ist. Im Standbein, Spielbein angefertigt, richtig schön durchgearbeitet, alles sehr gleichmäßig gehalten. Und man kann sogar von vorne gesehen nicht durchgucken, wo man noch die alte Schule erkennt, ja, diese Handschrift, diese alte Bildhauerschule, dass die ganze Figur wie aus einem Guss wirken soll und wirklich sehr gut durchgearbeitet ist und sehr auch anatomisch gut gehalten und fast schon realistisch, aber immer noch als Bildhauerarbeit gut erkennbar. Und das möchte jetzt jemand von dieser Region aus der Lausitz haben, aber als Räuchermann. Das wird hier die Besonderheit sein, nämlich, dass man das hier noch trennen wird. Ich werde das hier aufsägen mit der Bandsäge, auch hier die Hand, dass man den Oberkörper dann abnehmen kann. Ich muss das jetzt erstmal anlegen, ausarbeiten, und wenn dann alles stimmt, kann ich das hier absägen und dann werde ich natürlich in der Hand weiterschnitzen und das hier oben so gut es geht noch einspannen und dann von unten mit der Bohrmaschine reinbohren, also Freihand, und dann vielleicht auch noch schnitzen. Und hier, dann muss ich sowieso dann Freihand reinbohren, den Mund schön vorsichtig. Das wird noch ein bisschen speziell, und der Räuchermann bezieht sich natürlich mehr aufs Erzgebirge, von daher ist es ein wenig lustig, weil die Erzgebirger diesen Bergmann vielleicht nicht 100% als einen aus ihrer Region akzeptieren würden, weil da gibt es ja ganz viele Unterschiede in Uniform und so. Aber der Räuchermann ist natürlich mehr so Erzgebirge, und von daher finde ich es ein wenig lustig, dass man hier so verschiedene Regionen und die Tradition ein bisschen vereint in einer Figur. Wird auf jeden Fall herausfordernd, nicht ganz einfach. Schön finde ich aber diese Komposition, die Haltung der ganzen Figur. Ich habe das schon mal so ausgesägt jetzt. Das brauche ich ja nicht jedes Mal zeigen. Das ist ja klar, wie ich das gemacht habe mit der Bandsäge. Und ich habe mich weitestgehend nach der Vorlage hier gerichtet aus der Zeitung und was der Mann mir gegeben hat. Genau, und jetzt werde ich es mal anlegen und dann Schritt für Schritt eben so erklären, was ich hier tun werde. Die Figur ist bereits sehr gut ausgesägt, entsprechend nach meiner Vorlage, und jetzt nehme ich halt so ein gerades Eisen gerne und schneide das erstmal noch ringsherum mehr rund, und dort, wo etwas zurück muss, also hier entsprechend die Hand, die Seiten am Gesicht, und dort, wo die Beine entsprechend vor und zurück kommen, dann nehme ich an der Seite immer was weg, und dadurch kommt natürlich auch das andere Bein dann schön raus. Und hier nehme ich auch so Hohleisen, wo zum Beispiel die Silhouette nicht ganz gestimmt hat. Jetzt kann ich eben an jedem Punkt unter der Nase
also zwischen Hut und Stirn, wo es mehr tief runter geht, überall gleich schneiden, ohne ein Eisen zu wechseln, auch über die komplette Fläche. Und dann nehme ich halt wieder ein Balleisen, hole mir meine beiden Gesichtsflächen, schneide auch links und rechts beim Ohr runter, weil das Gesicht ja schmäler ist entsprechend, dass das Ohr etwas breiter hinten erscheint. Und der Prozess vom Durcharbeiten ist jetzt schon weitestgehend geschehen. Ich versuche schon bereits sauber zu schneiden, sobald es möglich ist und die Maße gut stimmen. Hier mit dem Hohleisen habe ich erstmal schön vorgestochen, bohre dann durch und hier muss ich das noch ein bisschen oval auffräsen, weil der Griff auch oval ist. Und beim Schnitzen des Gesichtes konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Bilder, die Vorlagen. Das wurde ja nach einem richtigen Bergmann modelliert, der Modell gestanden hat, und da muss ich halt einfach gucken, wie war das Gesicht in etwa, und das ist natürlich dann individuell bedingt. Und das kann ich aber auch sehr einfach in der Größe anlegen und rausschneiden. In dem Fall habe ich das mit einem Geißfuß auch gemacht, den ich dann auch auf die Seite legen kann. Und hier säge ich das mit einer Bandsäge schön ab. Das war am einfachsten zu machen, ging auch sehr schnell. Man kann das ja alles auch nochmal glätten und nacharbeiten, den Bandsägeschnitt, und drückt das hier an einen Bohrer, den ich im 3-Backenfutter eingespannt habe, schön ran, weil ich von oben noch gut gucken kann und das Ganze auch sehr schön führen kann. Hätte ich die Figur jetzt eingespannt in der Hobelbank, hätte ich sie wahrscheinlich mehr ruiniert, und weil der vorne so heiß ist, muss ich den so ein bisschen behelfsmäßig weiter rausziehen, so mit dem Schlüssel ein bisschen dagegen tippen, dass er eben weiter vorrutscht. Und jetzt brauche ich noch einen dünneren Bohrer, weil weiter oben die Figur schmäler wird und ich sie sonst zerstören würde. Und jetzt auch hier nochmal einen dünneren Bohrer für das letzte Stück. Und hier bohre ich jetzt mal so durch, dass ich noch unterhalb des Bartes, also oberhalb des Bartes natürlich vorbeikomme, dass ich hier nicht irgendwie ins Leere bohre. Und dann muss ich von unten nochmal ein Stück hoch mit einem dünneren Bohrer. Also das waren jetzt mehrere Absätze unten, und innen musste ich auch noch konisch so ein bisschen zuschnitzen gegen die Faser. Mit einem Werkzeug, was eine stumpfwinklige Phase hat, geht das aber nur, dass man den Schnitt immer wieder rausführen kann. Hier habe ich so einen kleinen runden Teller, der genau in das Loch passt. Links und rechts setze ich jetzt noch 2 Dübel. Hier drücke ich so Anzeiger aus dem Möbelbau rein, schraube meinen kleinen runden Teller wieder drauf und habe die richtige Position gefunden, markiere mir durch das Draufdrücken die Löcher, bohre sie auch am Bergmann oben rein und habe Dübel reingeleimt. Und das hat jetzt sogar so gut gehalten, dass ich hier weiter schnitzen konnte. Das war ganz hervorragend. Und diese Knöpfe werden natürlich einfach nur mit scharfen Stichen jetzt hier oberflächlich, aber dennoch sehr filigran markiert, und auch oben diese Verzierungen, weil die Figur roh bleibt und nicht angemalt wird. Deshalb schnitze ich hier also auch richtig schön alles raus. Das ist aber aufwendig, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und versuchen genau zu arbeiten. Und das umreiße ich halt mit einem Messer, dass ich mir das einschneide und dann einfach ringsherum tiefer schneide mit einem ganz kleinen geraden Eisen oder auch einem Flacheisen, Stich 2 in dem Fall. Mit einem Geißfuß, Flacheisen und einem Flacheisen kann ich hier oben noch diesen Federbusch bearbeiten. Das ist alt und historisch, der hängt an der Seite etwas runter. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr an den neueren Uniformen. Aber damals war das also noch gang und gäbe. Ja, das Gesicht lässt sich recht einfach schneiden. Man sieht noch so ein bisschen die Bildhauersprache, die Tränensäcke und oben das Oberlid. Das ist alles recht markant, scharfkantig, durchgeformt bereits im Original. Und das versuche ich halt einfach so nachzumachen mit diesen scharfen Stichen. Aber gleichzeitig markiere ich auch ein wenig den Augapfel. Man sieht das hier, aber ich arbeite das nicht vollständig plastisch aus, weil das in dieser Größe sonst zu lange dauern würde. Man sieht ja auch, dass die Haare des Bartes hier nur mehr oder weniger grafisch ausgearbeitet sind. Hier zeige ich nochmal, überall geht wirklich der Luftstrom durch, deshalb ist hinten das große Loch, dass die Räucherkerze immer genügend Luft bekommt. Das ist also sehr wichtig, dass die nicht erstickt. Hier muss immer Luftzufuhr haben, dass das dann auch ein Luftstrom ist, der oben wirklich rauskommt. Und der Kunde hat mir auch bestätigt, dass es wirklich gut räuchert. Unten, der Sockel ist noch achteckig geworden. Das sieht auch nochmal schön aus, gibt der Figur nochmal eine Grazesse, oder wie sagt man es, also ein etwas filigraneres. Und die Figur habe ich gewachst, das sieht man jetzt im Video nicht. Ganz normal mit Bienenwachs, Balsam, ist ein schönes Naturprodukt, und an so einer Bürste, die ich mal von einem Schnitzer hier bekommen habe, der verstorben ist.
habe ich die dann noch schön poliert, diese Figur, dass sie auch einen seitenmatten Glanz bekommt. Und jetzt sieht man, alles funktioniert, alles sitzt am richtigen Platz. Das Loch ist etwas versetzt, weil drüben durch den Kontrapost die Jacke etwas mehr absteht. Das ist die Räucherkerze, die auch auf einer schönen Metallplatte sitzt. Und das Ganze ist damit so einer Schraube fixiert. Also das ist auch brandsicher, wenn man so will. Und passt sehr schön straff auch da drauf. Es darf nicht zu straff gehen, weil wenn man es runterreißen muss, dann würde man natürlich immer die Glut oder die Asche eben sehr schön im ganzen Raum verteilen und verschütten. Und hier steht jetzt das fertige Ergebnis da und mir hat es sehr viel Freude bereitet. Ich hätte die Figur auch gerne selber behalten, aber ich musste sie nun leider aus den Händen geben und so ist das dann immer, ja. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, du weißt es, gib mir hier einen Daumen nach oben, schreib gerne einen Kommentar, abonniere gerne den Kanal, auch kostenlos ist das Ganze natürlich, dass du kein Video mehr verpasst. Aktiviere in diesem Fall auch gerne die Glocke, dass du immer aktuell informiert bist, wenn ich was Neues hochlade. Desto mehr Interaktion diese Videos erfahren, desto mehr wird der Algorithmus von YouTube das Ganze natürlich auch mehr Leuten zeigen. Wenn du mich also unterstützen willst, tu hier gerne mit interagieren und ja, irgendwas schreiben oder liken und teilen auch mit anderen, dass andere Leute auch davon profitieren können. Das freut mich am Ende natürlich auch und hilft natürlich auch hier, dass die Community etwas größer wird, die ganze Gemeinschaft, die diese Videos gerne anschaut. Und vielleicht suchen auch wirklich Leute nach Lösungen für so ein Problem oder so eine Figur, dann kannst du es auch gerne natürlich personenbezogen ganz genau schicken, was ich da gezeigt habe. In diesem Sinn wünsche ich dir aber viel Freude, wenn du selber Hobbyschnitzer bist, mit deinen Arbeiten und was du so vorhast. Und wenn du sagst, du hättest sowas gerne, musst du es natürlich bei mir rechtzeitig einen Auftrag geben, weil ich eben nicht so in dieser Serienproduktion drin bin, sondern das wirklich eine individuelle Arbeit ist. Dann musst du es rechtzeitig sagen, dass du es dann zu Weihnachten hast. Dieses Jahr wird das sehr schwierig werden. Aber für nächstes Jahr kannst du sowas natürlich gerne bei mir bestellen und da können wir uns dann individuell austauschen, was du da gerne hättest. Natürlich gibt es da auch noch völlig andere Motive oder was auch immer du da gerne dir vorstellst und haben möchtest, kannst du natürlich mich kontaktieren, dass ich dir sowas herstellen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.